Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch heute geht es wieder um einen Fall, der etwas länger zurückliegt. Dieser Fall ist geklärt. Ich wollte schon länger ein Video zu diesem Fall machen, allerdings bot es sich an, dieses Video erst heute hochzuladen, denn die Tat hat sich am 23.12.2011 ereignet, also vor genau 11 Jahren. In den Medien wurde er auch gerne als Weihnachts- oder Heiligabendmord bezeichnet, weil die Leiche am 24.12.2011 am Abend gefunden wurde. Aber kommen wir zum Fall und zu dessen Klärung. Das Opfer war die 46-jährige gelernte Berufserzieherin Sabine J. Sie war Maler- und Lackiermeisterin und hatte vor einigen Jahren dann zur Berufserzieherin umgeschult. Seit 2 Jahren arbeitete sie in Mosbach, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, und diese hatte laut Wikipedia 2008 ca. 25.000 Einwohner. Und dort arbeitete sie im Berufsbildungswerk und unterrichtete dort sozial auffällige Jugendliche, damit diese auch ohne Schulabschluss den Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen konnten. Ursprünglich stammte Sabine aus Villingen-Schwenningen. Dies liegt ca. 200 Kilometer entfernt. In Mosbach hatte sie bisher kaum Kontakte. Ihre beste Freundin war eine Arbeitskollegin. Sabine wohnte in Limbach-Krumbach in der Feriensiedlung Mühlwiese. Und diese ist ca. 15 Kilometer von Mosbach, also ihrem Arbeitsplatz, entfernt. Und diese Feriensiedlung liegt abgelegen am Waldrand. Und nur ein Teil dieser Blockhäuser, die es dort gibt, sind ganzjährig bewohnt. Und eines dieser Häuser hatte Sabine 9 Monate vor ihrem Tod auf Dauer angemietet. Ihr besonderes Interesse ist der Heilkunde und der Esoterik gewidmet, also Heilkunde und Esoterik waren ihr Hobby. Einen festen Partner hatte sie schon lange nicht mehr. Sie war aber gelegentlich auf Internetpartnerbörsen unterwegs. Ob sich aus diesen Online-Bekanntschaften dann mal ein Treffen entwickelt hat, war leider nicht bekannt. Sie hatte mehrere E-Mail-Adressen und ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Zum Beispiel hatte sie an einer Lampe im Wohnzimmer eine Zeitschaltuhr angebracht. Und jeden Abend um 17 Uhr ging automatisch das Licht an, auch wenn sie halt nicht zu Hause war. Anfang Dezember 2011 hatte Sabine einen wichtigen Termin in ihrer alten Heimat. Sie hat dort ein Mietshaus verkauft, das ihr vor einigen Jahren von ihrem Vater überschrieben wurde. Und dabei hat es sich dann wohl um ihr Elternhaus gehandelt. Aber schon vor dem Hausverkauf hat sie sich intensiv mit einer möglichen Finanzkrise beschäftigt. Die Angst, einmal ihr gesamtes Geld im Zuge einer Inflation zu verlieren, hat sie sehr beschäftigt. Am Mittwoch, dem 21.12., hebt sie bei ihrer Bank in Mosbach 35.000 Euro und 5.000 Schweizer Franken ab. Nach Weihnachten wollte sie für einen Kurzurlaub in die Schweiz fahren, um einen Teil des Geldes in Gold und Silber anzulegen. Am Freitag, dem 23.12., also dem Tattag, gab es in dem Ausbildungszentrum, in dem sie tätig war, am Vormittag eine kleine Weihnachtsfeier. Über Weihnachten hatte Sabine geplant, zu ihren Eltern nach Villingen-Schwenningen zu fahren. Die anschließende Fahrt in die Schweiz hatte sie bereits mit ihrer Kollegin geplant. An diesem Tag blieb sie bis gegen 14.30 Uhr an ihrem Arbeitsplatz. Gegen 15.15 Uhr begegnet sie dann 2 ehemaligen Auszubildenden aus dem Berufsbildungszentrum. Sie trifft diese in der Fußgängerzone von Mosbach. Man begrüßt sich allerdings nur kurz und zu einem Gespräch kommt es nicht. Man vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt Sabine auf dem Weg zu ihrem Auto war, um nach Hause zu fahren. Aber vielleicht hatte sie auch noch eine Verabredung. So glaubt es zumindest die Polizei. Es ist auf jeden Fall das letzte Mal, dass Sabine lebend gesehen wurde.
Um 16 Uhr muss ihre Nachbarin zu einem Termin. Und diese Nachbarin hat schon des Öfteren Päckchen für Sabine angenommen und achtet deswegen besonders darauf, ob Sabines Wagen vor dem Haus steht. Aber als sie zu dem Termin losfahren wollte, stand der Wagen nicht vor der Tür, sodass sie das Paket nicht abgeben konnte. Obwohl es keine Zeugen dafür gibt, ist die Polizei überzeugt, dass Sabine kurze Zeit später nach Hause gekommen sein muss, möglicherweise in Begleitung. Gegen 17 Uhr kommt dann die Nachbarin zurück, aber von Sabines Auto ist auch weiterhin nicht zu sehen. Dann gibt es einen kleinen Zeitsprung bei der Darstellung in Aktenzeichen XY am 6. Dezember 2012. Und zwar geht es da am Heiligabend weiter. Sabine ist nicht wie verabredet zur Weihnachtsfeier bei ihren Eltern erschienen. Ihr Handy ist ausgeschaltet und deswegen hat ihr Vater die Polizei informiert. Als die Beamten durch ein Fenster schauen, sehen sie einen leblosen Körper am Boden liegen. Dabei handelt es sich um Sabine. Sie wurde brutal erschlagen und die Spurenlage lässt nur einen Schluss zu. Sie wurde von jemandem ermordet, den sie kannte und dem sie vertraute. Der Täter muss sich in einen wahren Blutrausch hineingesteigert haben. Die Tatwaffe kann von der Polizei nicht gefunden werden. Sie finden DNA-Spuren eines unbekannten Mannes und die Polizei gewinnt eine wichtige Erkenntnis. Der Täter hat die Wohnung nicht durchsucht. In der Vorratskammer entdeckt die Polizei die kompletten 35.000 Euro, die Sabine von ihrem Konto abgehoben hat. Allerdings wird in der Aktenzeichen Y-Darstellung nicht von den 5.000 Franken gesprochen, die Sabine ja auch abgehoben hat und die sie dann wohl mit in die Schweiz nehmen wollte. Aber es konnte festgestellt werden, dass es dem Täter nicht um Geld ging. Aber um was ging es ihm dann? Der Täter soll dann nach der Tat sehr rational gehandelt haben. Er nimmt Sabines Auto, um vom Tatort wegzukommen. Ebenso nimmt er ihre Handtasche mit, vermutlich um das Mordwerkzeug zu transportieren. Mit dem Auto fährt er dann 15 Kilometer bis nach Mosbach. Dort stellt er das Auto auf einem Parkplatz in der Innenstadt ab. So, das war die filmische Darstellung bei Aktenzeichen. Und in der Nachbesprechung teilt der Kommissar dann mit, dass heute feststeht, dass Sabine nicht direkt von Mosbach nach Hause gefahren ist, sondern einen Umweg über Seekach gemacht hat. Die Polizei vermutet, dass sie sich dort mit einem Mann getroffen hat und diesen eventuell mit nach Hause nahm. Ich frage mich nur gerade, wie lange dieser Filmfall vorproduziert wurde, weil diese Erkenntnis, dass sie eben noch nach Seekach gefahren ist, war ja nicht Bestandteil der Darstellung des Filmfalls. Abgestellt wurde der Wagen von Sabine später auf dem Parkplatz Bleichwiese im Zentrum von Mosbach, das sich in unmittelbarer Umgebung einer S-Bahn-Haltestelle befindet. Vermutlich hat der Täter diesen Parkplatz gewählt, da dort in der Nähe eine Haltestelle der S-Bahn ist, mit der er dann nach Hause fahren konnte. Bezüglich der möglichen Tatwaffe erwähnte der Kommissar eine Eisenskulptur, die sich in der Wohnung befunden haben soll, die aber bislang nicht wieder aufgetaucht ist. Man vermutet, dass der Täter die Skulptur in einem Streit ergriff und damit zugeschlagen hat. Also eine ungeplante Tat. So, das war alles, was man in Aktenzeichen Y über den Fall erfahren konnte. Und dann gab es noch einen sehr schönen Bericht aus Hallo Deutschland, wo nochmal die Tat zusammengefasst wurde und natürlich dann auch die Klärung. Dort wurde dann zum Beispiel berichtet, dass die Wohnung überall im Wohnbereich, also dort wo die Couch war, blutverschmiert war und sich auch Spritzer an den Wänden befunden haben. Zuerst war beim Auffinden der Leiche die Schutzpolizei vor Ort und diese hat dann erst einmal noch einen Rettungswagen gerufen. Allerdings war nirgendwo rauszufinden, ob irgendwie noch die Möglichkeit bestand,
dass man Sabine retten könnte, ob es noch Lebenszeichen gab oder ähnliches. Aber man hat auf jeden Fall erstmal einen Rettungswagen gerufen und durch die Maßnahmen dieser Rettungsmannschaft waren dann am Tatort schon einige Spuren verwischt worden. Und auch Sabine lag nicht mehr in der originalen Liegeposition. Ja, sie wurde zum Beispiel umgedreht. Sie muss wohl auf dem Bauch gelegen haben, als man sie gefunden hat. Und um Rettungsmaßnahmen durchzuführen, hat man sie dann wohl auf den Rücken gelegt. Und man hat dann, glaube ich, auch ihre Hose zerschnitten oder ihre Kleidung auch zerschnitten, um diese Rettungsmaßnahmen durchführen zu können. Und auffallend war wohl, dass sich die ganze Tat nur in einem kleinen Bereich des Hauses zugetragen hat. Und laut der bildlichen Darstellung war es dann wohl der Bereich, wo sich auch das Sofa befand. Denn alles andere war nicht mit Blut verschmiert, es war nichts umgeworfen oder ähnliches. Die Bilder kann ich euch leider nicht zeigen, weil das schon wieder Bilder sind, die bei YouTube dann als grenzwertig angesehen werden. Und deswegen lasse ich dann lieber die Finger davon und erzähle es euch nur. Und im Eingangsbereich des Hauses findet die Polizei dann ein anscheinend achtlos weggeworfenes Stück Papier. Die spielt dann später noch eine wichtige Rolle. Die Türen und Fenster sind nicht aufgebrochen, Sabine muss den Täter also selbst ins Haus gelassen haben. Im Badezimmer fällt den Kriminaltechniker dann aber auf, dass am Waschbecken und an der Toilettenschüssel sich feinste Blutspritzer befanden. Es handelt sich dabei um Blut von Sabine und man vermutete, dass der Täter sich dort gereinigt hat. Bei dem Papier, welches im Eingangsbereich gefunden wurde, handelte es sich um Toilettenpapier, welches der Täter dort vermutlich verloren hat. Noch am Tag des Auffindens von Sabine, also am Heiligabend, konnte die Kripo Kontakt zum Arbeitgeber und zur Bank von Sabine aufnehmen. Aber es fanden sich dabei keine Hinweise, die die Tat erklären könnten. Sabine hatte keine Feinde und keine Schulden. Allerdings gab es in der Diakonie, in der sie gearbeitet hat, eine Diebstahlserie. Und diese Diebstahlserie war Sabine ein Dorn im Auge. Allerdings gab es für diese Diebstähle keinen Verdächtigen. Es wurden alle Bekannten inklusive der Arbeitskollegen von Sabine überprüft. Und dazu gehörte auch ein gewisser Janosch G. Dieser wohnte in einem Ortsteil von Seckach. Er war ein ehemaliger Zivildienstleister der Diakonie. Doch auch er hatte, wie alle anderen Befragten, ein wasserdichtes Alibi. Er hatte zwischen November 2010 und Juli 2011 als Zivildienstleistender in der Behinderteneinrichtung gearbeitet, in der die 46-jährige Sabine als Ausbilderin angestellt gewesen war. Ja, hier wird es jetzt Behinderteneinrichtung genannt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich tippe mal, dass es vielleicht so eine kombinierte Geschichte war, Behinderteneinrichtung und Unterstützung für, sagen wir mal so, Jugendliche, die Probleme haben, sich sozial einzuordnen. Ich hoffe, ich habe das jetzt mal richtig ausgedrückt. Ansonsten könnt ihr mir da gerne eine Korrektur in die Kommentare schreiben. Und auf diesem gefundenen Toilettenpapier vom Eingangsbereich wird dann eine DNA-Mischspur gefunden von Sabine und einem Mann. Allerdings wurde das Papier auf einem Fußabtreter gefunden und war von daher für eine eventuelle Beweisführung nicht eindeutig genug. Dann vergehen einige Wochen und die Kripo kommt nicht wirklich weiter. Dann macht aber ein Beamter auf einem der Tatortfotos eine entscheidende Entdeckung. Und zwar handelt es sich um ein Bild, das die Schutzpolizei vor Eintreffen der Rettung gemacht hat. Und auf diesem Bild sah man, dass ein Hosenbein von Sabine unten war und ein Hosenbein nach oben geschoben war, etwas über die Wade. Es bestand dadurch die Idee, dass der Täter eventuell gezogen haben könnte und sie dabei an den Hosenbeinen angefasst hat. Daraufhin untersuchte man die Hose. Dabei wurde dann eine männliche DNA gefunden.
Und diese war dann identisch mit der DNA auf dem Toilettenpapier. Man war sich sicher, jetzt die Täter-DNA zu haben. Und die Kripo begann sofort mit der Organisation einer Reihenuntersuchung. Sämtliche Männer aus dem Umfeld von Sabine werden vorgeladen. Ebenso werden die Funkzellen in Tatortnähe ausgewertet. Am Ende bleiben 4000 Personen aus Mosbach und Umgebung übrig, die eine Speichelprobe abgeben sollen. Und 30 Personen verweigern dann die Abgabe und kommen so in den Fokus der Sonderkommission. Diese Personen werden dann wie üblich nochmal sehr genau überprüft. Es wird nochmal nach ihren Alibis gefragt, es wird dann nochmal genau hinterfragt, warum sie denn jetzt diese Untersuchung ablehnen und ähnliches. Der Kommissar sagte dann in diesem Beitrag, klar gibt es auch ab und zu mal Gründe, die man auch wirklich nachvollziehen kann, warum jemand jetzt diese Probe nicht abgeben will, und das versucht man dann einfach in so einem Gespräch zu klären. Und unter den Verweigerern war dann auch der ehemalige Zivi Janosch G. Eigentlich hat er ja ein Alibi, aber die Kripo lässt in den Daten der Funkzellen nach den Daten seines Handys suchen und hat Glück. Janosch war am 24.12. in der Nähe des Tatorts. Ob es jetzt wirklich der 24. war oder der 23., da bin ich mir nicht sicher. Ich meine auch, dass sich der Kommissar in diesem Beitrag ein anderes Mal noch mit dem Datum versprochen hat. Also auf jeden Fall war er zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts. Sein Alibi ist also falsch und er muss eine Speichelprobe abgeben. Und seine DNA ist es, die auf der Hose von Sabine und auf dem Toilettenpapier gefunden wurde. Daraufhin wird er dann festgenommen. Zuerst schweigt Janosch, aber im Einzelgespräch mit einem Kommissar öffnet er sich dann. Dieser Kommissar sagte dann, man habe zusammen eine Zigarette geraucht und er habe ihm gesagt, dass es eine eindeutige DNA-Zuordnung gibt, und hat ihm dann wohl auch seine handschriftlichen Notizen zu dem Fall gezeigt. Und dann gibt Janosch zu, die Tat begangen zu haben. Der 23-Jährige gibt dann an, Sabine mit einem Vierkantschlüssel erschlagen zu haben. Zu seinem Tatmotiv schweigt er. Allerdings wurde bei der Durchsuchung seiner Wohnung Diebesgut gefunden, und zwar aus der Diebstahlserie bei der Diakonie. Anscheinend ist ihm Sabine auf die Schliche gekommen und hat ihn wohl bei dieser Weihnachtsfeier am 23.12. zur Seite genommen und ihm gesagt, dass sie die Sache klären soll. Am 23.12. treffen sich Sabine und Janosch dann im Haus von Sabine. Unklar ist allerdings, wie Janosch ins Haus gekommen ist. Ich meine, das dürfte für das Gericht, denke ich mir, irgendwie klar geworden sein. Allerdings steht darüber nichts in den Medien. Aber da Sabine ja wohl noch nach Seckach gefahren ist, kann man davon ausgehen, dass sie ihn dort abgeholt hat, weil man ein Treffen vereinbart hat. Und die beiden sind dann zu Sabine nach Hause gefahren, und dann sollte wohl besprochen werden, wie man da jetzt weiter vorgeht. Leider hat ja der Täter in dem Verfahren geschwiegen bezüglich des Motives und hat sich ansonsten auch wohl nahezu kaum geäußert. Also kann man jetzt schlecht sagen, was jetzt wirklich dort in dem Blockhaus passiert ist, als nachdem Sabine ihn abgeholt hat und die beiden in der Wohnung waren. Man vermutet, dass die beiden sich aussprechen wollten und Janosch gewartet hat, bis ihm Sabine den Rücken zudrehte und er dann zuschlug. Nach der Tat hatte der Ex-Zivi dann geduscht und war danach zu einer Geburtstagsfeier gefahren. Und diese Feier diente ihm zunächst auch als Alibi. Die Frage ist natürlich, wo er dann geduscht hat. Ich vermute mal fast, dass er dann noch in Sabines Blockhaus geduscht hat, und dann dürfte er wohl, ist meine Vermutung, eben mit dem Wagen von Sabine zu diesem Parkplatz gefahren sein und ist dort in die S-Bahn gestiegen, um zu der Geburtstagsfeier zu fahren. Was natürlich mich da so ein bisschen stutzig macht, ist, dass dann niemanden auf dieser Geburtstagsfeier aufgefallen ist,
dass er sich vielleicht etwas merkwürdig verhält. Ich denke mir mal, wenn man einen Menschen umgebracht hat und dann zu einer Geburtstagsfeier fährt, ist man nicht so unbedingt in Feierlaune, es sei denn, man ist komplett abgebrüht und hat vielleicht auch wirklich die Tötung von Sabine geplant. Vielleicht gab es auch früher schon ein bisschen Disharmonien untereinander, so dass sie ihn vielleicht nicht mochte, er sie nicht mochte und sie vielleicht frühzeitig schon Auge drauf geworfen hat, dass er vielleicht der Täter sein könnte und er sie dann einfach letztendlich nur noch aus dem Weg schaffen wollte. Also so wie in Aktenzeichen Y ungeplante Tat muss nicht unbedingt gewesen sein. Es kann durchaus sein, dass er es in dem Rahmen geplant hat, als die beiden sich verabredet haben, um über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht war Sabine da auch etwas forsch und hat ihm ganz klar gesagt, entweder du kommst jetzt mit mir mit und wir klären das jetzt, oder ich gehe zur Polizei. Ich konnte jetzt auch nur rauslesen, wo er das Mordwerkzeug jetzt her hatte, ob das jetzt aus der Wohnung von Sabine stammte oder ob er das mitgeführt hat. Er wurde auf jeden Fall wegen Mordes verurteilt und zu einer lebenslangen Haftstrafe dann verurteilt. Und sitzt wohl auch bis heute im Gefängnis. Auf jeden Fall war der Bericht bei Hallo Deutschland 2021 und da hieß es, dass er bis heute im Gefängnis sitzt. Ebenso wurde dann erwähnt, dass er die Kosten für diese Reihenuntersuchung in Höhe von 70.000 € auch ebenfalls tragen muss. So, das war es zu diesem Fall. Wäre jetzt mal wieder super, wenn ein paar Leute von euch aus dieser Gegend kommen und vielleicht noch ein paar weitere Informationen zu dem Fall geben können. Es ist ja immer wieder das Thema bei uns, dass die Polizei Fehler bei den Ermittlungen macht, dass sie schlampig ermittelt und ähnliches. Aber in diesem Fall muss man ganz klar sagen, da hat ein Kripo-Beamter, wo wirklich immer wieder oder über diesen Fotos gesessen, hat sich das angeschaut und dann ist ihm dieser Umstand aufgefallen. Also da kann man definitiv sagen, dass man da sehr gut ermittelt hat und sich auch wirklich intensiv mit diesem Fall beschäftigt hat. So, das war es mit dem Video zu diesem Fall. Ich denke mal, der eine oder andere kann sich noch an diesen Fall erinnern. Aber ich denke mir auch mal, die wenigsten wissen dann, dass dieser Fall gelöst wurde und wie er gelöst wurde. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!